Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja letztes Wochenende gezeigt, wie ihr den Epson als Sublimationsprinter verwenden könnt. Und diejenigen, die aufmerksam zugeguckt haben, haben sehr wahrscheinlich auch gemerkt, dass der Tank relativ schnell leer geworden ist. Und das war ganz einfach, weil meine Einstellungen noch nicht optimal waren. Und das wollte ich heute nachholen. Ich wollte euch zeigen, wie ihr die Einstellungen machen könnt, damit es auch besser funktioniert. Und auch sonst noch ein paar Tipps und Tricks zum Sublimationsdruck geben. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich hatte euch ja im letzten Video gezeigt, wie man einen Epson-Drucker als Sublimationsdrucker aufsetzen kann. Und da gab es auch eine Frage von wegen, da geht schon sehr viel Tinte flöten. Und das ist so, also die Einstellungen, die ich da gewählt habe, nämlich das Fotopapier, waren nicht optimal. Aber es ist auch so, wenn ihr beim allerersten Mal den Drucker initialisiert, da füllt sich halt der Drucker auch mit der Tinte und deshalb leert es den Tank auch bis zu einem gewissen Teil. Aber das ist dann beim weiteren Drucken nicht mehr so extrem. Aber ich wollte euch heute trotzdem ein bisschen mehr noch zu den Einstellungen zeigen, wie ich die für mich noch ein bisschen optimiert habe. Und wenn ich sage ich für mich, dann ist es mit voller Absicht, weil das Thema ist, Sublimationsdruck ist nicht so wie zum Beispiel das Plotten, wo ihr einfach irgendwas angucken könnt und dann macht das jemand und ihr könnt es genauso nachmachen. Beim Sublimationsdruck habt ihr sehr viele Elemente, die wichtig sind. Einmal euer Motiv, dann den Drucker, den ihr verwendet, die Sublimationsfarben, die ihr verwendet, die Druckereinstellungen sind wichtig, das Sublimationspapier, das ihr verwendet, ist wichtig, die Sublimationsblank, wie zum Beispiel Tassen oder T-Shirts oder was auch immer für Sachen es da gibt. Dann die Vorbereitung der Blanks für das Pressen und dann die Heat Press selber, welche Einstellungen und von der Temperatur, von der Zeit her, die ihr da wählt. Das sind alle Sachen, die für den Sublimationsdruck wichtig sind. Das bedeutet aber auch, das sind auch alles potenzielle Fehlerquellen. Und ich will euch das Sublimationsdrucken nicht schlecht machen. Ich möchte einfach, dass ihr die richtige Erwartungshaltung habt. Das heißt, ihr könnt euch schon Sachen angucken, wo ich euch zeige, wie ich das mache. Trotzdem müsst ihr für euch, für die Sachen, die ihr verwendet, da so ein bisschen experimentieren, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Ich mache das jeweils und zeige euch auch, was bei mir funktioniert hat und was nicht, damit ihr das so als Basis verwenden könnt, aber eben trotzdem, ihr müsst es selber für euch auch machen. Heute das erste Thema, wir hatten den Drucker. Ich wollte heute stärker noch auf das Thema Druckereinstellungen gehen. Weil, wenn wir uns das angucken, das, was ich beim letzten Mal gedruckt hatte, war schon ziemlich dunkel und B ist das Schwarz nicht wirklich schwarz, sondern es ist dunkelbraun. Das ist ein Thema. Das andere Thema, dass schon relativ viel Farbe auf dem Papier zurückgeblieben ist. So sieht es aus nach dem Drucken. Von dem her dachte ich, da kann ich garantiert das noch ein bisschen optimaler machen. Jetzt als allererstes, wenn ihr den Drucker nur verbunden habt und nicht den Druckertreiber installiert habt, dann habt ihr ein Menü, das sieht in etwa so aus. Ihr habt eigentlich nur zwei Laschen, das Layout, Paper oder Papierqualität und dann auch noch, wenn ihr hier auf Erweitert gebt, habt ihr noch ein paar weitere Einstellungen. Das reicht aber für uns nicht, damit wir den Sublimationsdrucker richtig einstellen können. Deshalb da müsst ihr wirklich den Druckertreiber auf der Epson-Seite herunterladen und den auf eurem PC installieren. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr hier in eurem Drucker die Druckeinstellungen und dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und hier habt ihr, wenn ihr das öffnet, Haupteinstellungen, weitere Einstellungen, Utility. Und hier habt ihr
Druckvoreinstellungen. Die passen aber alle für Sublimationsdrucken nicht. Deshalb könnt ihr da auf benutzerdefinierte Voreinstellungen drauf drücken. Das ist ein Button. Und dann öffnet es euch dieses Fenster, wo die einzelnen Voreinstellungen aufgelistet sind. Und dann könnt ihr auf jede Einstellung drauf und sagen Verbergen. Und dann könnt ihr aus dem Fenster wieder raus. Weil dann sollte bei euch dieses Feld hier dann leer sein, wenn ihr alle Voreinstellungen verborgen habt. Ich werde euch heute 2 Einstellungen zeigen. Ihr seht dann nachher mit den Beispielen auch warum. Ich habe eins, das heißt bei mir Less Ink Normal Design und eins, was Normal Photos heißt. Diese Namen habe ich selber gegeben. Nehmt einfach, was für euch Sinn macht. Ich zeige euch zuerst das Less Ink Normal Design. Wichtig bei dem Fenster ist, dass ihr, ich habe Papierzufuhr, habe ich hinteres Fach, weil ich nehme hier das Normalpapier, im Drucker drin ist aber Sublimationspapier. Das heißt, der kann das dann nicht richtig durchspulen und deshalb habe ich hier für diese Einstellung per se gesagt, nimm das hintere Fach. Dann Dokumentgröße habe ich A4 bei mir, Ausrichtung verwende ich Querformat, weil ich viele der Designs aus PowerPoint heraus drucke. Da nehmt ihr einfach das, was für euch Sinn macht. Dann eben Druckmedium habe ich hier nicht wie beim letzten Video gesagt Fotopapier, sondern ich habe das Normalpapier, aber dann bei der Qualität stark eingestellt. Farbe habe ich Farbe ausgewählt, das andere habe ich so gelassen. Dann bin ich auf die zweite Lasche rüber, die da heißt weitere Optionen. Da einfach geguckt, das war eigentlich auch schon so, dass die Dokumentgröße immer noch dieselbe ist und Ausgabepapier wie die Dokumentgröße. Hier einzig bei Schnell war ein Haken, also das war aktiviert und das Deaktivieren, weil das kann dazu führen, dass ihr dann im Design drin Streifen habt, weil das zu schnell versucht zu drucken. Hier vielleicht noch ein Wort, ich habe bei anderen gesehen, dass die hier Spiegeln als Option haben. Wenn ihr das habt, dann kann ich euch empfehlen, dass ihr das wirklich aktiviert, weil dann müsst ihr euer Design nicht jedes Mal dran denken, dass ihr spiegeln müsst. Dann druckt es alles gespiegelt. Bei mir, bei meinem Druckertreiber, war das einfach nicht vorhanden und ich habe es auch sonst nirgendwo gefunden, von dem her habe ich es nicht. Dann bin ich hier auf benutzerdefinierte Voreinstellungen gegangen und dann öffnet sich ein weiteres Fenster und da habe ich dann dem Ganzen einen Namen gegeben, bei mir jetzt Less Ink Normal Design. Ihr könnt ein Symbol dazu geben, ist aber nicht notwendig, ihr könnt Anmerkungen dazu machen und dann müsst ihr hier auf Speichern drücken. Nicht unten beim Fenster schließen, sondern wirklich speichern, damit euch das in die Druckvoreinstellungen speichert. Und dann könnt ihr hier wieder raus. Das ist die erste Voreinstellung, die ich habe. Dann habe ich eine zweite Voreinstellung, die ich für Fotos verwende. Hier habe ich die automatische Auswahl gelassen, weil das nimmt es unten aus der Kassette. Auch Querformat. Hier aber vom Papier her oder Druckmedium her habe ich das Epson Matt genommen. Und dann aber auch bei der Qualität stark. Hier auch wieder Farbe und das ist alles, was ich auf der Lasche gemacht habe. Dann bei den weiteren Optionen auch wieder geguckt, dass das hier genau gleich ist wie vorne und auch hier geguckt, dass das schnell deaktiviert ist. Dann bin ich auch hier auf die benutzerdefinierte Voreinstellungen gegangen und habe dann bei dem gesagt, es ist Normal Klammer Fotos. Auch hier könnt ihr Symbole, Anmerkungen machen und auch hier wieder auf Speichern drücken. Jetzt bei den Fotos gibt es noch was anderes, was wichtig ist. Die Fotos haben die Tendenz beim Sublimationsdruck einen Orange- oder Rot-Grün-Stich drin zu haben. Und deshalb habe ich mir einfach ein Foto genommen, das ist das Original. Und ihr seht, von der Farbauswahl sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und die Standardtemperatur ist 6500, Brightness 0.
Und dann bin ich hin und habe hier unter Format Bild mit der Helligkeit und der Temperatur ein bisschen experimentiert. Das heißt, ich habe das Foto quasi 8-mal oder 7-mal kopiert und das Original. Dann bin ich einmal bei der Temperatur um 500 hoch. Das heißt, ich bin hier auf 7000, habe die Brightness aber normal gelassen. Dann bin ich runter. Und zwar zuerst auf 6000, dann auf 5500, dann auf 5000 und dann auf 4500. Ihr seht auch, das Bild wird immer wie heller. Und dann habe ich diese beiden Bilder genommen, weil ich eigentlich schon wusste, dass das in die richtige Richtung geht und habe da noch je davon eins gemacht, was 10% Brightness hat. Und das habe ich dann als Testdruck verwendet, damit ich weiß, was ich normalerweise bei Fotos einstellen muss oder was ein guter Start ist für die Einstellung. Was ich dann gemacht habe zum Testen auf einem Stoff, und ich habe nicht ein teures T-Shirt oder so genommen, sondern ich habe, als ich mir die ganzen Sublimationssachen bestellt habe, habe ich auch ein großes Stück Polyesterstoff bestellt, damit ich das alles austesten kann. Und so habe ich dann mit dem Normaldruck und auch mit dem Less Ink Druck Beispiele gedruckt. Einmal hier so mit Farbfeldern und Text. Und was ich da auch noch gemacht habe, ich habe bei den jeweiligen Designs auch draufgeschrieben, 200 Grad 45 Sekunden, 200 Grad 40 Sekunden, 195 Grad 45 Sekunden, so damit ich nachher noch weiß, wenn ich mir die Resultate angucke und vergleiche, dass ich noch weiß, was die Einstellungen waren. Das habe ich eben mit Farbpaletten und Text gemacht und dasselbe auch mit den Fotos. Das ist das, was ich mit dem Stoff getestet habe, und für die Tassen habe ich was Ähnliches gemacht. Ich habe einfach eine Auswahl an verschiedenen Farben. Wichtig auch, dass ihr Schwarz auf jeden Fall auch als eine der Testfarben nehmt, weil Schwarz ist per se die schwierigste Farbe zum Drucken. Weil die hat die Tendenz, wenn zu viel Farbe ist, dass die verschmiert. Wenn es zu wenig warm gepresst wird, dass es braun wird. Wenn es zu heiß gepresst wird, dass es braun wird. Also nehmt da wirklich Schwarz mit rein, wenn ihr das bei euch testet. Und da habe ich eben auch die Temperatur und die Presslänge aufgeführt. 200 Grad 220 Sekunden, 195 Grad 220 Sekunden oder hier 200 Grad 200 Sekunden. Das habe ich dann zum Testen gemacht. Und als ich das dann ausprobiert habe, ich zeige euch nachher die Resultate gleich, und wusste, okay, das sind die Einstellungen, die ich A für die Tasse verwenden will und B für die Stoffe, dann bin ich hin und habe mir je Beispiel Color Palettes gemacht und die dann übertragen. Das hier ist das für den Stoff und die etwas kleinere, längliche ist für die Tasse. Und was ihr hier seht, das Hashtag ist nicht vorne dran, weil ich Platz sparen wollte, aber per se sind das die Hexfarben. Das heißt, ich habe mir einfach im Internet Farben gesucht, die mir gefallen, oder Farbpaletten, die mir gefallen, und die dann aufgereiht. Das ist ein PowerPoint quasi, wo ich das gemacht habe. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie habe ich das gemacht? Ich bin ganz einfach eben im Internet auf die Suche gegangen nach Color Palettes und habe da die genommen, die mich ansprechen. Und dann habe ich so quasi diese Langecke gezeichnet, unten einen Text eingefügt. Und dann, wenn ihr auf das Shapefill geht von dem einzelnen Element, habt ihr hier die Möglichkeit, mit dem Eyedropper die Farbe zu holen. Das heißt, ich bin für die einzelnen Felder einfach rüber und habe die Farbe geholt. Und das für alle 5 Felder. Und wenn ihr dann wieder eines der Elemente markiert, wieder auf das Shape Fill drauf geht und da sagt More Fill Colors, dann zeigt es euch dieses Fenster an, wo ihr den Hexcode, also ihr habt die RGB oder den Hexcode
wird hier angezeigt, dann könnt ihr einfach Copy-Paste und den im Textfeld einfügen. Und so habe ich dann eben diese ganzen Paletten gemacht. Color Palettes kommen in der Regel mit 5 oder 6 Farben. Ich habe versucht, 5er Farben zu nehmen. Das heißt, immer 5 Stück gehören quasi zu einer Palette. So, das habe ich dann eben alles ausgedruckt. Einmal mit Normal und einmal mit Low Ink, den Einstellungen. Und jetzt zeige ich euch, wie die Resultate aussehen. Starten wir zuerst mit dem normalen Druck. Beim normalen Druck hatte ich konsequent das Problem, dass die schwarze Farbe ausgelaufen ist. Und nicht nur im schwarzen Feld hier drüben, sondern auch beim Text. Die Farben haben per se gut ausgesehen, aber egal, wie ich die gepresst habe, das ist konsequent passiert. Und zwar mit jeder, ich habe von 30 Sekunden bei 200 Grad bis 45 Sekunden bei 200 Grad das gemacht. Aber ich habe auch 190 Grad und bin da hoch. Hat alles nicht funktioniert. Und wenn ihr euch das anguckt, ne, ich habe eines dieser Designs genommen und dann hat es auf dem Papier immer noch so viel Farbe drauf. Das heißt, ich konnte tatsächlich mit dem, was noch auf dem Papier zurückgeblieben ist, nachdem ich es gepresst habe, schwarz nochmal pressen. Die Farben nicht, die sind nicht mehr voll, aber schwarz hat so nochmal funktioniert. Das heißt, ich habe definitiv bei schwarz zu viel Farbe drauf. Und was ich dann auch noch getestet habe, wenn ich kein schwarzes Feld habe, sondern nur Text, wie das aussieht, das war der normale Druck und gepresst bei 45 Sekunden. Es hat die Farben ein bisschen, ein kleines bisschen ist die verlaufen. Und was ich dann noch gemacht habe, ich habe das mit 60 Sekunden gepresst. Und da hat es mir nichts mehr verschmiert. Und auch wenn ihr euch anguckt, wie dunkel die Farbe ist. Ich hoffe, ihr kennt es in der Kamera. Aber in echt sieht man, dass bei 60 Sekunden das Schwarz massiv satter ist. Learning für mich war hierbei, dass ich, wenn ich ein wirklich richtig sattes Schwarz haben will, die Normaleinstellungen funktionieren, aber mit 60 Sekunden pressen und hier wirklich drauf achten, das Element, wenn ihr es gepresst habt, ihr müsst es wirklich mit viel Druck pressen, damit es keine Möglichkeit hat, diese Tinte, dass sie irgendwo nebendran rausläuft, weil die verflüssigt sich ja und überträgt sich so auf euer Stoff. Das heißt, gut festmachen, stark pressen, Presse aufmachen und dann kurz liegen lassen und abkühlen lassen und nicht bewegen. Weil mit dem Bewegen ist genau dann das passiert, dass ich hier so Schatten drauf hatte. Das hierzu. Und dann habe ich das Ganze mit den Einstellungen Low Ink gemacht und habe das einmal mit 45 Sekunden gepresst. Das ist das hier. Und ihr seht, ich habe kein Auslaufen der Farbe, auch im schwarzen Feld hier. Das ist bei 45 Sekunden gepresst. Und dann habe ich auch noch eins gemacht, wo ich 60 Sekunden gepresst habe. Das waren für mich so die 3 besten Varianten. Die dunkelste, also die am sattesten schwarz ist, war mit dem Normaldruck bei 60 Sekunden pressen. Und von den Farben her war es so, dass ich hier mit der Low Ink eigentlich fast die besten Farben hinbekommen habe. Und da ist es bei 45 Sekunden gepresst so ein kleines bisschen unscharf und aber bei 200 Grad gepresst 60 Sekunden habe ich ein scharfes Bild,
was ich für mich als Standard ein absolut akzeptables Resultat finde. Das heißt, ich werde für mich von den Einstellungen her Low Ink 200 Grad 60 Sekunden pressen für die Polyesterstoffe verwenden. Und ihr seht, ne, also es macht durchaus Sinn, wenn ihr euch hier einen Polyesterstoff besorgt, damit ihr das austesten könnt. Und dann, als ich gewusst habe, okay, das sind für mich die richtigen Einstellungen, habe ich meine Farbpalette ausgedruckt und die gepresst. Und zwar einmal mit dem Normalpapier und einmal mit der Low Ink. Normal habe ich bei 45 Sekunden gepresst, Low Ink habe ich bei 60 Sekunden gepresst. Und um euch hier den Unterschied zu zeigen, versuche es irgendwie hinzubekommen. Jetzt wird es dann spannend, ob ihr das seht überhaupt, aber das ist die Low Ink, das ist normal. Wenn ihr euch diese Farbe anguckt, das ist grün. Wenn ihr euch diese Farbe anguckt, das ist Petrol. Das heißt, es spielt wirklich eine massive Rolle, wie ihr, also mit welchen Einstellungen ihr druckt und wie ihr presst. Und deshalb auch hier, es ist, wenn ich mir die Farben auf dem Bildschirm angucke und die dann vergleiche mit diesen Farben, habe ich da nochmal eine andere Farbe. Und deshalb rate ich euch an, wirklich die Farben, die ihr viel verwendet, mit der Variante, die ihr presst, da euch wirklich eine Schablone zu machen, damit ihr dann quasi euer Design so anpassen könnt, dass ihr dann schlussendlich die Farbe kriegt, die ihr haben wollt. So, und dann, als ich das gemacht habe, habe ich mir auch die Fotos noch angeguckt. Und bei den Fotos ist es gerade umgekehrt. Ne, eigentlich habe ich gesagt, ne, Low Ink war für mich die bessere Variante. Wenn ihr euch das aber anguckt, war bei der Low Ink, habe ich konsequent einen rot-grünen Stich drin. Egal wie tief ich mit der Temperatur runtergegangen bin. Und als ich das mit dem verglichen habe, was ich mit dem Normaldruck gemacht habe, ne, das war das Originalbild. Wenn ich hochgehe, habe ich auch einen zu großen Orange-Stich drin. Aber hier unten fing es dann an, wirklich richtig gut zu werden. Und da habe ich dann eben auch noch 2 Beispiele gemacht mit der Brightness. Aber hier hat es im Gesicht Stellen, die dann zu stark aufgehellt sind, was unnatürlich aussieht. Und deshalb habe ich dann für mich gesagt, wenn ich Fotos habe, dann ist für mich, wenn ich die von der Temperatur her auf 4500 stelle mit der normalen Brightness, dann habe ich da auch eine Gesichtsfarbe, die natürlicher aussieht als sowas hier, ne? Also schon ein massiver Unterschied. Oder schon nur, sagen wir mal, nehmen wir das hier als Vergleich. Das ist beides Temperatur 5500, aber hier ein massiver Orange oder Rot-Grün-Stich drin, hier massiv weniger. Das ist Low Ink, das ist normal. Also da würde ich euch wirklich anraten, dass ihr, wenn ihr Fotos drucken wollt, dass ihr da wirklich das separat anguckt, was die besten Einstellungen sind. Aber wenn ihr euch das anguckt, ihr könnt echt super auf T-Shirts oder was für andere Blanks ihr habt, auch Fotos drucken. Ich finde, die Qualität wird wirklich super. Das waren die Textilien, wie gesagt, aber hier, um das nochmal zu repetieren, bei den Farben würde ich die Low Ink Einstellungen, die ich euch gezeigt habe, nehmen. Und ich habe bei 60 Sekunden gepresst. Und für Fotos die Fotoeinstellung, die ich euch gezeigt habe. Und da mit der Temperatur runtergehen.
Ich bin bei 6.500 gestartet und bin dann bei 4.500 gelandet für das, was mir gefällt. Und da habe ich für 45 Sekunden gepresst. Und dann habe ich noch ein bisschen getestet mit den Tassen, weil das ist wieder was anderes. Und wenn ihr die ersten 3 Streifen anguckt, das war das normal, also so wie ich den Fotodruck mache. Das war bei 200 Grad, 220 Sekunden gepresst. Der weiße Strich, da war was auf dem Papier drauf, das müsst ihr nicht beachten. Und oben an der Kante es war zu nah an der Kante und hat angefangen, hier die Farbe auszulaufen. Das müsst ihr auch nicht beachten. Aber wenn ihr euch das anguckt, schwarz, konsequent ausgelaufen. Das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Es kann sein, dass es wegen der zu viel Farbe drauf war, oder das passiert auch, wenn ihr das zu wenig stark, oder das muss eng auf der Tasse aufgeklebt sein, damit die Farbe nicht rausläuft. Da das aber nur bei Schwarz passiert ist, gehe ich davon aus, dass da wirklich einfach zu viel Farbe drauf war, damit es das richtig drucken kann, und so hat sich die Farbe dann einfach verflüssigt. Deshalb habe ich das Ganze dann nochmal versucht und diesmal mit der Low Ink Einstellung, und die Farben sehen ein bisschen anders aus, wenn ihr das Grün anguckt, aber guckt euch das Schwarz an, absolut kein Auslaufen. Und was ich dann auch noch getestet habe, ist, wie schwarz muss mein Design sein. Habe ich die Möglichkeit, wenn ich das mit anderen Farben mische, dass ich weniger das Problem mit Auslaufen habe. Und da würde ich einfach so ein bisschen testen, welche Arten von Schwarz wie auf der Tasse aussehen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, hier mit einer 111111 Hexcode zu gehen oder sogar mit der Zweierreihe. Das hat nicht allzu einen starken Unterschied zur Nuller. 000000 ist pure black. Also es ist wirklich schwer, mehr schwarz geht nicht. Und ihr seht, ich habe eine Tasse geopfert, um das einfach auszuprobieren. Und ich habe hier auch verschiedene Presstemperaturen gemacht oder ausprobiert. Und das ganz einfach so, dass ich einen Streifen draufgeklebt habe, das gepresst habe, die Tasse auskühlen habe lassen und dann mit dem zweiten Streifen drauf und so weiter und so fort und das immer wieder gepresst habe. Und als ich da dann wusste, was die richtigen Einstellungen sind, bin ich mit den Farbpaletten auf die Tasse. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich habe die unten angeschrieben, damit ich weiß, welches ist. Zuerst das, was für mich nicht so gut funktioniert hat, war die Normaleinstellung, die ich für Fotos verwende. Auch hier wieder das Problem, schwarz ist ausgelaufen. Das hatte ich, glaube ich, auch noch bei anderen. Ja, hier, was nahezu schwarz ist, auch da ist es ausgelaufen. Und wenn ihr euch das anguckt, mein Label und auch eine Farbe, die ich viel verwende, ist Mint, Teal, Petrol, so diese Farbausrichtung. Und auf der Tasse ist sehr viel Grün und das war nicht so beabsichtigt. Ich muss sagen, die rosa Farben sind gut geworden, wenn auch alles wirklich, wenn man das mit dem Original vergleicht, wie ich das auf dem Bildschirm sehe, dann ist einfach alles per se mal dunkler. Das heißt, ich habe hier wirklich zu viel Farbe drauf. Aber wenn wir uns das vergleichen, das war mit der Low Ink, schwarz, kein Auslaufen. Und nur um euch das zu zeigen, die in die Richtung ist dasselbe wie das in die Richtung. Das ist grün. Das ist Petrol. Einfach um zu zeigen, also mein Ziel war eigentlich, dass ich viel von diesem Mint, Teal, Petrol drauf habe, damit ich da verschiedene Töne mir angucken kann. Und das war das, was ich mit der Low Ink erreicht habe. Fazit für mich ist, ich werde auf jeden Fall mit der Low Ink Einstellung für die Tassen arbeiten
und da eben auch drauf gucken, dass ihr wirklich mit dem Design nicht verrutscht. Und was ihr bei Tassen natürlich auch immer drauf achten müsst, dass ihr nicht bis ganz raus geht, weil die Manchetta geht ja nicht ganz rum. Die hört irgendwo hier auf und hat gegen Ende dann wie zu wenig Hitze, damit das komplett bis nach außen presst. Das ist was ihr immer beachten müsst. Dasselbe natürlich auch oben und unten. Warum ich mich auch für das mit weniger Druckfarbe entscheide, ist, ich habe Beispiele gesehen, das ist bei mir jetzt nicht passiert oder ich habe es noch nicht gewaschen, damit ich es überhaupt, also ich weiß nicht, ob es passieren würde. Wenn die Leute das in die Spülmaschine stellen, und das ist ja beim Sublimationsdruck, das sollte spülmaschinenfest sein, haben die reingestellt und zum Beispiel mit einem schwarzen Spruch drauf, und als sie die rausgenommen haben, war so wie schwarze Farbe, die runtergelaufen ist. Die kann man dann aber nicht abwischen, weil es Sublimationstinte ist, und dann so hat man wirklich eigentlich ein komplett zerstörtes Design. Von dem her gehe ich eher in die Richtung, dass ich weniger Ink verwende, und deshalb würde ich für die Tassen die Low Ink Einstellung nehmen, und gepresst habe ich die bei 200 Grad für 220 Sekunden. Das hat mir eigentlich das beste Resultat gegeben. Aber ich werde euch in den kommenden Tagen auch noch Beispiele zeigen, wie ich zum Beispiel ein T-Shirt bedrucke und dann aber auch eins, wie ich eine Tasse bedrucke und wie ich dann quasi meine Farbmuster verwende, um das Design anzupassen, damit die Tasse dann so aussieht, wie ich das gerne hätte. Aber eben, das kommt dann in den kommenden Tagen. Aber ihr seht schon jetzt bei diesen Beispielen, was es da für Fehlerquellen geben kann. Ne? Es ist die Möglichkeit, dass zu viel Farbe drauf ist, dass ich mit zu wenig Druck arbeite, dass ich das Design zu früh ablöse und ich dann einen Ghost drauf habe, dass ich zu wenig Druck beim Pressen drauf gebe und die Farbe sich so verflüssigt, dass ich von der Hitze her zu wenig oder zu stark presse und dann die Farbe braun wird, anstatt dass sie schwarz wird. Und vielleicht auch wegen zu viel Farbe. Ich hatte, als ich diesen Streifen hier mit dem Low Ink gepresst habe, hatte ich das Papier ging ja nur hier auf diesem Streifen entlang. Und hier oben war das frei, und da habe ich, damit das nicht irgendwie auf die Manschette überträgt, habe ich ein Backpapier drauf gemacht. Und das ist das, was auf dem Backpapier drauf ist. Und das bestätigt so ein bisschen meine Befürchtung, ist, dass wenn ich zu viel Tinte drauf habe und das in die Spülmaschine stelle, dass die Farbe bei der Hitze, die sich da entwickelt beim Spülen, dass die Farbe runterlaufen könnte. Aber das war eigentlich auch alles, was ich euch heute zeigen wollte, und ich hoffe, das hilft euch auch so ein bisschen beim Herausfinden, was für euch die richtigen Einstellungen sind, und eben in den kommenden Tagen kommen dann noch mehr Videos zu Tassen und T-Shirts, aber ich habe auch ganz viele andere Sublimationsblanks, wo ich euch zeigen will, was ihr damit machen könnt. Aber für heute war's das. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass da auch ein paar hilfreiche Tipps und Tricks mit dabei waren. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne auch ein Like hier unten. Und naja, die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch wie immer auch unten reinstellen. Und ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept off their